Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das für viele Lernende der größte Unterschied ist zwischen Verstehen und wirklich Sprechen. Ich möchte dir am Anfang eine ehrliche Frage stellen. Wie viele Stunden hast du schon Deutsch gelernt? Wie viele Videos hast du gesehen? Wie viele Wörter kennst du schon? Viele. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich verstehe auch ziemlich viel. Genau. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, wenn du plötzlich sprechen musst. Was passiert dann? Dann wird es schwierig. Mein Kopf wird leer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genau. Und das passiert nicht nur dir. Das passiert sehr vielen Menschen. Und jetzt kommt eine Wahrheit, die dir vielleicht noch niemand so klar gesagt hat. Dein Problem ist nicht dein Kopf, dein Problem ist dein Mund. Das klingt irgendwie komisch, aber auch logisch. Ja, es klingt hart, aber es ist sehr wichtig zu verstehen. Du hast dein Gehirn trainiert. Du hast gelernt, verstanden, zugehört. Aber du hast deinen Mund nicht trainiert. Dein Mund ist nicht daran gewöhnt, Deutsch zu sprechen. Deine Zunge, deine Lippen, dein Kiefer sind an deine Muttersprache gewöhnt. Ja, das fühlt sich wirklich so an. Stell dir das wie beim Sport vor. Du kannst alles über Training wissen. Du kannst Bücher lesen, Videos schauen, Pläne machen. Aber wenn du nicht trainierst, passiert nichts. Genau das passiert beim Sprechen. Du weißt viel, aber dein Mund ist nicht bereit. Deshalb blockiere ich. Genau. Dein Mund ist langsam, unsicher, nicht trainiert. Und deshalb fühlt sich Deutsch beim Sprechen schwer an. Aber die gute Nachricht ist, du kannst das ändern. Und es ist viel einfacher, als du denkst. Du brauchst keine komplizierten Regeln. Du brauchst kein perfektes Deutsch. Du brauchst nur regelmäßiges Sprechen. Also wirklich den Mund benutzen. Genau. Deutsch ist nicht nur Denken. Deutsch ist Bewegung, Klang, Rhythmus. Und genau darum geht es heute. Wir trainieren deinen Mund. Wir machen ihn bereit, Deutsch wirklich zu sprechen. Das klingt spannend. Sehr gut. Und bevor wir gleich starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um lustige Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Situationen, die du sicher kennst oder bald selbst erleben wirst. Und genau wie heute im Podcast geht es auch im Buch darum, wie Menschen wirklich sprechen. Nicht perfekt, sondern natürlich, mit echten Reaktionen, echten Gesprächen und typischen Situationen. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Und jetzt starten wir, denn heute geht es nicht nur darum, Deutsch zu verstehen. Heute geht es darum, deinen Mund zu trainieren, damit du wirklich sprechen kannst. Ich bin bereit. Sehr gut, dann gehen wir jetzt ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt mit dem ersten Kapitel. Und ich sage dir direkt etwas Wichtiges. Viele denken, ihr Problem ist Grammatik oder Wortschatz, aber das stimmt meistens nicht. Das echte Problem ist, dass dein Mund nicht weiß, wie er Deutsch sprechen soll. Also wirklich der Mund. Nicht der Kopf. Genau. Dein Kopf weiß oft schon genug. Du verstehst viel, du kennst viele Wörter, aber dein Mund ist nicht trainiert. Ich möchte dir ein Bild geben, damit du das besser verstehst. Stell dir vor, du liest 100 Bücher über Sport. Du weißt genau, wie man trainiert. Du kennst jede Bewegung. Du kannst alles erklären. Aber du trainierst nie selbst. Dann bringt mir das Wissen nichts. Genau. Dein Körper bleibt schwach. Und beim Sprechen ist es genauso. Deine Sprechmuskeln sind nicht trainiert. Deine Zunge,
Deine Lippen und dein Kiefer sind an deine Muttersprache gewöhnt. Sie kennen die Bewegungen, den Rhythmus und den Klang deiner Sprache. Und Deutsch ist anders. Genau. Deutsch hat andere Bewegungen, andere Laute, anderen Rhythmus. Und dein Mund kennt das noch nicht. Deshalb passiert etwas Typisches. Du willst sprechen, du weißt, was du sagen willst, aber dein Mund ist zu langsam. Ja, ich habe oft dieses Gefühl. Dein Kopf ist schneller als dein Mund und dann entsteht diese Blockade. Du denkst, mein Deutsch ist schlecht, aber das stimmt nicht. Dein Training ist falsch. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Du hast deinen Kopf trainiert, du hast gelesen, gehört, gelernt, aber du hast deinen Mund nicht trainiert. Und das ist der Grund, warum so viele sagen, ich verstehe alles, aber ich kann nicht sprechen. Ja, das habe ich auch oft gesagt. Und jetzt weißt du warum. Sprechen ist nicht nur Denken, Sprechen ist Bewegung. Dein Mund muss lernen, wie sich Deutsch anfühlt, wie sich die Wörter bewegen, wie sie fließen. Das habe ich nie so gesehen. Und genau deshalb klingt dein Deutsch vielleicht langsam oder unsicher. Nicht, weil du nichts weißt, sondern weil dein Mund nicht trainiert ist. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Sag einmal langsam, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Gut. Jetzt sag es noch einmal. Etwas schneller. Ich spreche Deutsch. Noch einmal. Ich spreche Deutsch. Sehr gut. Merkst du etwas? Ja, es wird leichter und flüssiger. Genau. Das ist Training. Dein Mund lernt durch Wiederholung, nicht durch Denken. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Viele üben nur im Kopf. Sie lesen, hören, schauen Videos, aber sie sprechen nicht laut. Ja, das mache ich auch oft. Das ist der größte Fehler. Dein Mund braucht Bewegung. Ohne Bewegung gibt es keine Veränderung. Stell dir vor, du willst Klavier lernen. Du kannst nicht nur Videos schauen, du musst spielen. Ja, das ist logisch. Und beim Sprechen ist es genau gleich. Du musst deinen Mund benutzen. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Am Anfang fühlt es sich immer komisch an. Deine Stimme klingt fremd. Deine Aussprache fühlt sich ungewohnt an. Ja, das kenne ich sehr gut. Und viele hören genau hier auf. Sie denken, das klingt komisch, also ist es falsch. Aber das Gegenteil ist richtig. Wenn es sich komisch anfühlt, lernst du gerade etwas Neues. Das ist ein gutes Zeichen. Genau. Dein Mund verlässt seine Komfortzone. Und genau dort passiert Fortschritt. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, du willst sagen, ich habe heute viel zu tun. Okay, Viele Lernende sagen es langsam und getrennt. Ich habe heute viel zu tun. Das klingt korrekt, aber nicht natürlich. Ein Muttersprachler sagt, ich habe heute viel zu tun. das ist viel flüssiger. Genau. Die Wörter verbinden sich. Es entsteht ein Fluss. Und genau diesen Fluss muss dein Mund lernen. Und das passiert nur durch Wiederholung. Immer wieder. Laut. Also nicht nur einmal sagen. Genau. Mehrmals. Dein Mund braucht Zeit, um sich anzupassen. Und noch ein wichtiger Punkt. Du musst keine perfekten Sätze sagen. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Bewegung. Also einfach sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Genau. Dein Ziel ist nicht perfekt zu sprechen. Dein Ziel ist, deinen Mund zu trainieren. Wenn dein Mund schneller wird, wenn deine Bewegungen natürlicher werden, dann kommt die Sprache automatisch. Das nimmt mir wirklich den Druck. Sehr gut.
Und das ist der wichtigste Gedanke aus diesem Kapitel. Dein Problem ist nicht Wissen, dein Problem ist fehlendes Training. Wenn du deinen Mund trainierst, verändert sich dein Deutsch. Das motiviert mich sehr. Sehr gut. Dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Im nächsten Kapitel zeige ich dir eine einfache tägliche Übung, mit der du deinen Mund trainieren kannst. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Jetzt wird es konkret. Ich zeige dir eine einfache Übung, die du jeden Tag machen kannst. Sie dauert nur ein paar Minuten, aber sie verändert dein Sprechen. Nur ein paar Minuten. Das klingt machbar. Genau. Viele denken, sie brauchen viel Zeit. Aber das stimmt nicht. Es geht nicht um die Zeit. Es geht darum, wie du übst. Dein Ziel ist nicht, alles zu wissen. Dein Ziel ist, deinen Mund zu trainieren. Jeden Tag ein bisschen. Also wie ein kleines tägliches Training. Genau. Stell dir vor, du gehst jeden Tag 5 Minuten ins Fitnessstudio. Das klingt wenig, aber wenn du es jeden Tag machst, wirst du stärker. Ja, das stimmt. Und genauso ist es mit deinem Mund. Du brauchst nur ein paar Minuten, aber du musst sie richtig nutzen. Wir machen das jetzt zusammen. Du kannst direkt mitsprechen. Okay, ich bin bereit. Der erste Schritt ist ganz einfach. Du bereitest deinen Mund vor. Du bewegst deine Lippen, deine Zunge, deinen Kiefer. Öffne deinen Mund. Schließe ihn wieder. Bewege deine Lippen. Strecke deine Zunge ein bisschen. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Das ist normal. Dein Mund wird wach. Er wird bereit für Deutsch. Jetzt kommt der zweite Schritt. Du nimmst einen ganz einfachen Satz. Zum Beispiel: Ich lerne Deutsch zu sprechen. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Sehr gut. Jetzt sag den Satz noch einmal. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Noch einmal. Etwas schneller. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Sehr gut. Du merkst, dein Mund wird schon flüssiger. Ja, es geht leichter. Genau. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Du sagst den Satz nicht nur einmal. Du wiederholst ihn mehrmals. Wiederholung ist der Schlüssel. Dein Mund lernt durch Wiederholung. Also immer wieder sagen. Genau. Und jetzt machen wir es etwas interessanter. Du änderst das Tempo, sag den Satz langsam. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Jetzt normal. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Jetzt schneller. Ich lerne Deutsch zu sprechen. Sehr gut. Genau so trainierst du deinen Mund. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Du hörst einen Satz und sprichst ihn direkt nach. Zum Beispiel: Ich habe heute viel zu tun. Ich habe heute viel zu tun. Sehr gut. Wichtig ist, dass du nicht lange nachdenkst. Du reagierst sofort. Also direkt sprechen. Genau. So trainierst du deine Reaktion. Dein Mund wird schneller. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Sag: Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Sehr gut. Noch einmal. Ich gehe jetzt nach Hause. Perfekt. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Du nimmst einen Satz und sagst ihn mehrmals hintereinander. Zum Beispiel: Ich werde besser. Ich werde besser. Noch einmal. Ich werde besser. Noch einmal. Ich werde besser. Sehr gut. Dein Mund gewöhnt sich an den Satz. Und jetzt stelle dir vor, du machst das jeden Tag. Nur ein paar Minuten. Immer wieder. Dann wird es automatisch leichter. Genau. Dein Mund wird schneller. Deine Sprache wird flüssiger. Und das Wichtigste, du bekommst mehr Sicherheit. Ich merke, dass das wirklich funktioniert. Genau. Und das ist der Unterschied. Du lernst nicht nur Deutsch. Du trainierst dein Sprechen. Und das kannst du überall machen. Zu Hause, im Auto, beim Spazieren. Das ist sehr praktisch.
Gut, dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt wird es etwas spannender. Es geht nicht nur um Gefühl, sondern auch um echte Forschung. Forschung. Also wirklich Wissenschaft. Genau. Es gibt Studien aus der Sprachwissenschaft und der Phonetik. Das ist die Wissenschaft von Lauten. Dort wurde genau untersucht, wie unser Mund Sprache produziert. Und diese Studien zeigen etwas sehr Wichtiges. Verschiedene Sprachen benutzen den Mund auf unterschiedliche Weise. Also wirklich körperlich anders. Genau. Deine Zunge, deine Lippen und dein Kiefer bewegen sich je nach Sprache anders. Das ist kein Gefühl, das ist messbar. Forscher haben zum Beispiel mit Kameras und Sensoren untersucht, wie sich die Zunge im Mund bewegt, wie weit sie nach vorne geht, wie sie den Gaumen berührt und wie schnell sie sich bewegt. Das ist interessant. Und sie haben gesehen, dass Sprecher verschiedener Sprachen ganz unterschiedliche Bewegungsmuster haben. Zum Beispiel gibt es Sprachen, bei denen die Zunge mehr vorne arbeitet. Andere Sprachen nutzen mehr den hinteren Teil im Mund. Manche Sprachen sind weicher, andere härter. Und Deutsch. Deutsch hat eine Mischung. Es hat klare, präzise Laute. Es hat Druck in manchen Lauten. Und es hat Verbindungen zwischen Wörtern. Das bedeutet, dein Mund muss neue Bewegungen lernen. Also wirklich wie ein neues Training. Genau, stell dir vor, du lernst einen neuen Tanz, dein Körper kennt die Bewegungen noch nicht. Am Anfang fühlt es sich komisch an. Ja, das passt gut. Und genau das passiert mit deinem Mund. Die Studien zeigen auch, dass unser Gehirn und unser Mund zusammenarbeiten. Wenn du eine neue Sprache lernst, muss dein Gehirn neue Bewegungen planen. Und dein Mund muss sie umsetzen. Und wenn der Mund das nicht kann, Dann entsteht dieses typische Problem. Du weißt, was du sagen willst, aber dein Mund kommt nicht mit. Die Forscher sagen ganz klar, flüssiges Sprechen kommt nicht nur vom Wissen, es kommt von automatisierten Bewegungen. automatisiert heißt ohne Nachdenken. Genau, dein Mund macht die Bewegung automatisch, so wie in deiner Muttersprache. Und das erreichst du nur durch Wiederholung. Also wieder Training? Genau, immer wieder sprechen, immer wieder die gleichen Bewegungen. Die Studien zeigen auch, dass Menschen schneller flüssig werden, wenn sie aktiv sprechen und nicht nur zuhören. Also nicht nur Videos schauen. Genau, zuhören ist gut, aber Sprechen verändert deinen Mund. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass sich die Muskelaktivität im Mund verändert, wenn du regelmäßig sprichst. Also wirklich wie Muskeltraining. Genau. Deine Sprechmuskeln werden schneller, stärker und präziser. Und noch etwas Wichtiges. Die Studien zeigen, dass Fehler kein Problem sind. Wirklich. Ja, Fehler sind sogar wichtig. Denn durch Fehler lernt dein Mund neue Bewegungen. Wenn du immer nur im Kopf bleibst, passiert nichts. Das nimmt viel Druck. Genau. Dein Ziel ist nicht perfekt sprechen. Dein Ziel ist Bewegung, Wiederholung und Gefühl. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Sag, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Noch einmal. Ich gehe jetzt. Noch einmal. Etwas schneller. Ich gehe jetzt. Sehr gut. Genau das ist es. Dein Mund lernt durch Wiederholung. Und wenn du das jeden Tag machst, verändert sich dein Sprechen. Ich merke, dass das Sinn macht. Sehr gut. Und das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem Kapitel. Sprache ist nicht nur Wissen. Sprache ist Bewegung im Körper. Wenn du deinen Mund trainierst, wird dein Deutsch automatisch besser. Das motiviert mich sehr. Sehr gut. Dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du natürlicher klingst und nicht mehr wie ein Roboter sprichst.
Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Jetzt geht es darum, wie du natürlicher klingst. Denn viele Lernende sprechen korrekt, aber es klingt trotzdem nicht wie echtes Deutsch. Ja, das habe ich oft gehört. Man versteht alles, aber es klingt irgendwie komisch. Genau. Und das liegt oft nicht an der Grammatik. Es liegt daran, wie die Wörter gesprochen werden. Viele sprechen Wort für Wort, ganz getrennt, ganz sauber, wie im Lehrbuch. Ja, so habe ich es gelernt. Und das ist am Anfang okay. Aber im echten Leben sprechen Menschen anders. Sie sprechen im Fluss. Die Wörter verbinden sich. Sie werden kürzer. Sie klingen wie eine kleine Melodie. Wie Musik. Genau. Sehr gut. Sprache hat Rhythmus. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Lernende sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Ganz sauber. Wort für Wort. Ein Muttersprachler sagt oft, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, das klingt viel natürlicher. Genau. Wörter verändern sich ein bisschen. Sie werden kürzer. Sie verbinden sich. Noch ein Beispiel. Viele sagen, hast du das gemacht? Muttersprachler sagen oft, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Sehr gut. Noch ein Beispiel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Muttersprachlich klingt oft weiß nicht. Weiß nicht. Sehr gut. Merkst du den Unterschied? Ja, es klingt viel flüssiger. Genau. Und das ist der Schlüssel. Natürlich sprechen heißt im Fluss sprechen. Du denkst nicht mehr an jedes einzelne Wort. Du denkst in kleinen Gruppen. Also mehrere Wörter zusammen. Genau. Ich gebe dir ein Beispiel. Sag, was machst du? Was machst du? Jetzt schneller und verbunden. Was magst du? Sehr gut. Noch natürlicher. Was machst du? Perfekt. Genau so sprechen viele. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Du musst das üben. Nicht nur hören, wirklich sprechen. Also wieder Training? Genau. Immer wieder. Dein Mund muss diesen Rhythmus lernen. Wir machen eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Noch einmal. Ich gehe jetzt. Jetzt schneller. Ich gehe jetzt. Sehr gut. Noch ein Beispiel. Sag. Sag mir Bescheid. Sag mir Bescheid. Jetzt im Fluss. Sag mir Bescheid. Perfekt. Genauso. Und jetzt machen wir etwas anderes. Sag den Satz wie ein kleines Lied. Sag, ich gehe jetzt. 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 Sehr gut. Das hilft deinem Rhythmus. Sprache ist nicht nur korrekt. Sprache ist Bewegung und Musik. Das macht Spaß. Genau. Und das ist wichtig. Wenn es Spaß macht, lernst du schneller. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Du musst nicht perfekt klingen. Dein Akzent ist okay. Das beruhigt mich. Dein Ziel ist nicht perfekt. Dein Ziel ist flüssig. Wenn du flüssig sprichst, sagen die Leute, dein Deutsch ist gut. Auch wenn ich Fehler mache. Genau. Fehler sind okay. Aber der Fluss ist wichtig. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus dem Alltag. Jemand fragt dich, hast du Zeit? Hast du Zeit? Natürlich klingt oft, hast du Zeit? Hast du Zeit? Sehr gut. Und jetzt antwortest du, ich habe keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Perfekt. Das klingt schon sehr natürlich. Und genau das ist das Ziel. Nicht wie ein Buch sprechen, sondern wie ein Mensch. Ich merke, dass ich lockerer werde. Genau. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn dein Mund trainiert ist und du den Rhythmus fühlst, wird dein Deutsch automatisch natürlicher. Das motiviert mich sehr. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Lass uns noch einmal zusammenfassen, was heute wirklich wichtig war.
Heute hast du etwas gelernt, das viele übersehen. Sprechen ist nicht nur im Kopf, Sprechen ist im Mund. Ja, das hat für mich alles verändert. Du hast gesehen, dass dein Problem oft nicht dein Wissen ist. Du verstehst viel, du kennst viele Wörter, aber dein Mund ist nicht trainiert. Und genau deshalb fühlst du dich unsicher, wenn du sprechen willst. Ja, das war bei mir genau so. Dann haben wir darüber gesprochen, dass dein Mund wie ein Muskel ist. Wenn du ihn nicht trainierst, bleibt er schwach. Wenn du ihn trainierst, wird er stärker. Und dieses Training muss laut sein, nicht nur im Kopf, nicht nur lesen, wirklich sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Dann hast du eine einfache Übung gelernt, jeden Tag ein paar Minuten, Sätze wiederholen, mit Tempo spielen, laut sprechen, nicht perfekt, aber regelmäßig. Das fühlt sich machbar an. Sehr gut. Dann haben wir gesehen, dass Sprache auch Rhythmus ist. Wörter verbinden sich. Sie fließen, sie klingen wie eine kleine Melodie. Und wenn du diesen Rhythmus trainierst, klingst du automatisch natürlicher. Ja, das habe ich gemerkt. Und das Wichtigste, du brauchst keinen perfekten Akzent. Du brauchst keinen perfekten Satz. Du brauchst Bewegung, Wiederholung und Mut. Dein Ziel ist nicht perfekt, dein Ziel ist flüssig. Das motiviert mich sehr. Sehr gut. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Nimm dir heute 5 Minuten. Nur 5 Minuten. Such dir 3 einfache Sätze. Zum Beispiel: Ich spreche Deutsch. Ich habe heute Zeit. Ich gehe jetzt. Und dann sprich sie laut. Mehrmals. Spiel mit dem Tempo. Mach sie schneller. Verbinde die Wörter. Also wirklich trainieren. Genau. Und wenn du willst, nimm dich auf. Hör dir deine Stimme an. Du wirst den Unterschied merken. Und jetzt noch etwas für alle Zuhörer. Schreib uns in die Kommentare. Sag einfach: Ich trainiere meinen Mund jeden Tag. Das ist ein gutes Statement. Genau. Und wenn du willst, schreib auch einen Satz, den du heute geübt hast. So sehen wir, dass du wirklich dabei bist. Das motiviert. Genau. Lernen passiert durch Tun, nicht durch Zuschauen. Und vielleicht liest du andere Kommentare und bekommst neue Ideen. Ja, das hilft sehr. Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, dein Mund ist bereit, deine Stimme wartet. Du musst sie nur benutzen. Danke dir, Paul. Das war wirklich motivierend. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.